Natur lächelt in Farbe. Lee Hunt. Vor ihnen stehen zwei Personen. Welches der Gesichter erscheint ihnen attraktiver? Sie wissen sicherlich, dass ihr Gehirn diese Frage in Sekundenbruchteilen beantwortet hat und was sie noch wissen? Die meisten Menschen würden genauso antworten wie sie. Der Biologe Randy Thornhill und der Psychologe Stephen Gengistad untersuchten die Attraktivität von Gesichtern. Sie entdeckten ein einfaches Prinzip. Je symmetrischer ein Gesicht ist, desto attraktiver finden wir es. Unser Gehirn ist in dieser Hinsicht ein unglaublich präzises Messinstrument. Es bestimmt sofort, wie ähnlich eine Gesichtshälfte der anderen ist. Die Studien von Langlois und Rogman gingen noch weiter. Sie nahmen viele Gesichter und überlagerten sie, um ein durchschnittliches Gesicht zu erstellen. Und dieses durchschnittliche Gesicht fanden Menschen attraktiver als die meisten Originalgesichter. Warum? Weil die Durchschnittsbildung Unvollkommenheiten glättet und symmetrischere Züge schafft. Wichtig ist die Universalität dieses Phänomens. Es spielt keine Rolle, in welcher Kultur Sie aufgewachsen sind, wie alt Sie sind oder was Sie beruflich machen. MRT-Studien zeigen, dass beim Betrachten eines symmetrischen Gesichts in unserem Gehirn Lustzentren aktiviert werden, dieselben Bereiche, die auf leckeres Essen und angenehme Musik reagieren. Und darin liegt ein tiefer evolutionärer Sinn. Symmetrie ist nicht nur eine ästhetische Vorliebe, es ist ein uralter biologischer Marker für Gesundheit und gute Gene. Menschen lieben Symmetrie. Und wissen Sie, wer sie noch liebt? Die Natur. Ja, unser Universum, zumindest nach Meinung der Physiker. Aber was bedeutet das? Was ist überhaupt Symmetrie? Stellen Sie sich eine perfekte Kugel vor. Man kann sie beliebig drehen und sie bleibt unverändert. Das ist Rotationssymmetrie. Oder nehmen Sie ein unendliches Seil. Bewegen Sie sich entlang in beliebiger Entfernung und das Bild ändert sich nicht. Das ist Translationssymmetrie. Es stellt sich heraus, dass das ganze Universum auf ähnliche Weise funktioniert. Führen wir ein Gedankenexperiment durch. Werfen wir einen Ball ins Leere. Ja, er wird in einer geraden Linie mit konstanter Geschwindigkeit fliegen. Bewegen wir uns nun an einen anderen Ort und wiederholen das Experiment. Das Ergebnis wird genau dasselbe sein. Die Gesetze der Physik hängen nicht davon ab, wo wir uns befinden. Dasselbe gilt für die Zeit. Es spielt keine Rolle, wann man den Ball wirft, jetzt oder in einer Stunde, die Physik funktioniert gleich. Und mit Drehungen ist es genauso. Egal welche Orientierung wir wählen, die Naturgesetze ändern sich nicht. Eine der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Physik machte die Mathematikerin Emmy Noether. Sie bewies, dass jede Symmetrie ein Erhaltungsgesetz hervorbringt. Wenn sich die Gesetze der Physik bei Verschiebungen nicht ändern, bleibt der Impuls erhalten. Wenn sie unabhängig von der Zeit sind, bleibt die Energie erhalten, bei Drehungen bleibt der Drehimpuls erhalten. Das erklärt, warum ein Ball in einer geraden Linie fliegt. Er gehorcht einfach der Symmetrie des Raumes. Warum ein rotierender Kreisel seine Drehung beibehält? Er folgt der Symmetrie der Drehung. Selbst das berühmte Prinzip Aktion gleich Reaktion ist einfach eine Folge der Raumsymmetrie. Wenn eine Starship-Rakete nach oben fliegt und dabei Gase nach unten ausstößt, gehorcht sie dieser Symmetrie. Aber im realen Universum ist alles komplizierter. Es expandiert, daher wird die Zeitsymmetrie gebrochen. Licht, das Milliarden von Jahren reist, verliert Energie. Seine Wellen dehnen sich mit der Expansion des Raumes. Warum ist das alles wichtig? Werden Sie fragen? Nun, nicht mehr und nicht weniger. Symmetrien bestimmen die fundamentalen Gesetze der Natur. Die Erhaltung von Energie, Impuls, elektrischer Ladung, all dies sind keine zufälligen Regeln, sondern direkte Folgen der Symmetrien des Universums. Die Natur scheint bestrebt, ihre mathematische Schönheit zu bewahren und aus diesem Streben entstehen alle uns bekannten Gesetze der Physik. Aber hier entsteht ein Paradoxon. Nehmen wir einen Ball in einer Zentrifuge. Von außen betrachtet bewegt er sich im Kreis, aber von innen scheint es, als ob eine Kraft auf ihn wirkt, die ihn zur Wand drückt. Wie erklärt man das? Es ist wie die Messung der Flughöhe eines Flugzeugs. Wenn man vom Meeresspiegel aus misst, fliegt das Flugzeug in einer geraden Linie, aber wenn man von der Erdoberfläche mit ihren Bergen und Tälern misst, wird die Flugbahn kurvenreich. Der Flug selbst hat sich nicht geändert, nur der Bezugspunkt hat sich geändert. Um dieses Paradoxon zu lösen, haben Physiker beschlossen, spezielle Kraftfelder hinzuzufügen. In der Zentrifuge ist es die Zentrifugalkraft. In der Gravitation die Krümmung der Raumzeit. Die Natur scheint neue Entitäten zu erschaffen, um Symmetrien zu erhalten.
Und diese Geschichte wird viel interessanter, wenn wir in die Welt der Elementarteilchen blicken. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit dem Flugzeug? Wir mussten ein Kraftfeld hinzufügen, um seine Bewegung bei verschiedenen Bezugspunkten zu erklären. Was ist daran bemerkenswert? Die Tatsache, dass die gesamte Physik der Elementarteilchen auf ähnliche Weise funktioniert. Nehmen wir Elektronen. Ihr Quantenfeld hat eine besondere Symmetrie. Man kann einige seiner mathematischen Eigenschaften ändern und die Gesetze der Physik bleiben gleich, aber nur, wenn man dies an allen Punkten des Raumes gleich macht. Was passiert, wenn man versucht, sie an verschiedenen Orten unterschiedlich zu ändern? Dann beginnen die Gesetze der Physik zu brechen. Und hier macht die Natur einen interessanten Zug. Um die Symmetrie zu erhalten, schafft sie ein völlig neues Feld, das elektromagnetische. Es erscheinen Photonen, Lichtteilchen. Deshalb existiert Licht, deshalb spüren wir elektrische Abstoßung und fallen nicht durch den Stuhl. Dasselbe geschieht mit der Raumzeit. Damit die Gesetze der Physik für alle Beobachter gleich funktionieren, muss sich der Raum krümmen. So entstehen die allgemeine Relativitätstheorie und die Gravitation als Nebeneffekt des Strebens der Natur nach Symmetrie. Dieses Prinzip erwies sich als so mächtig, dass es Physikern half, tiefe Geheimnisse der Materie zu enthüllen. Durch die Untersuchung bestimmter Symmetrien in Experimenten entdeckten sie, dass Protonen und Neutronen aus 3 kleineren Teilchen bestehen, Quarks. Dies ist eine Folge einer besonderen Symmetrie, die auf der Zahl 3 basiert. Es gibt auch andere Symmetrien. Wenn man zum Beispiel ein Teilchen nimmt und die Richtung seiner Bewegung in Raum und Zeit ändert und auch das Vorzeichen seiner Ladung wechselt, erhält man ein Antiteilchen. Man könnte sagen, dass Antimaterie gewöhnliche Materie ist, die sich rückwärts in der Zeit bewegt. Einige Physiker gehen noch weiter, sie vermuten die Existenz einer Supersymmetrie, das heißt, einer direkten mathematischen Verbindung zwischen Materieteilchen und Wechselwirkungsteilchen. Als ob die Natur eine Art kosmisches Spiel spielt, in dem jedes Materieteilchen ein kraftübertragendes Teilchen entspricht und umgekehrt. So wird Symmetrie von einer einfachen mathematischen Idee zu einem universellen Schlüssel zum Verständnis der Weltordnung. Dieses Video basiert auf den Büchern des Nobelpreisträgers für Physik, Frank Wilczek. Besonders hat mir A Beautiful Question, Finding Nature's Deep Design gefallen. Sie werden mehr Freude daran haben, es zu lesen, als dieses Video anzusehen. Darin erfahren Sie, wie Musik in Atomen versteckt ist, warum ein Kühlschrankmagnet stärker ist als die Erde, warum Wissenschaftler nach dem Gottesteilchen suchten, welche Gleichung sich als klüger als wir erwies, wie man auf einem Bild die Unendlichkeit einfängt und warum Physiker Spinnen beneiden. Ich erinnere daran, dass ein Like und ein Abonnement die beste Unterstützung für neue Videos sind. Ich bin Sascha und das ist Homo Deus. Zu Lebzeiten war Pythagoras nicht als Mathematiker und Wissenschaftler bekannt. Man kannte ihn als spirituellen Führer und Wundertäter, als Gründer einer ungewöhnlichen religiösen Bewegung. Er gründete eine Geheimbruderschaft in Süditalien, man könnte sagen eine Sekte. Diese Gemeinschaft entwickelte eine besondere Art des intellektuellen Mystizismus, der auf der Verehrung von Zahlen und musikalischer Harmonie basierte, die als Schlüssel zum Verständnis der Weltordnung galten. Die Hauptidee der Pythagoreer, die Zahl ist das Wesen aller Dinge, revolutionierte die Wissenschaft einfach. Wissenschaftler verwenden diesen Ansatz bis heute. Die Geschichte besagt, dass die Entdeckung des berühmten Satzes des Pythagoras ihn so erschütterte, dass er, gegen seine vegetarischen Prinzipien verstoßend, den Göttern 100 Ochsen opferte. Was hat er so Erstaunliches entdeckt? Der Satz enthüllte die Verbindung zwischen Form und Zahlen. Er zeigte, dass in einem einfachen rechtwinkligen Dreieck genaue numerische Verhältnisse verborgen sind. Wir nehmen ein rechtwinkliges Dreieck und konstruieren auf jeder seiner Seiten ein Quadrat. Es stellt sich heraus, dass die Fläche des größten Quadrats gleich der Summe der beiden kleineren ist. Fertig. Und es gibt einen Haufen solcher Beweismethoden. Gerade jetzt können Sie vor Ihren Augen noch 5 weitere sehen, aber es ist wichtig, das Wesentliche zu erfassen. Geometrische Formen folgen numerischen Gesetzen. Zum ersten Mal wurde klar, dass Mathematik die physische Realität beschreiben kann. Darin liegt der besondere Charme der Mathematik. Dieselbe Wahrheit kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und jeder Blick eröffnet eine neue Facette ihrer Schönheit. Der auf den ersten Blick einfache Satz des Pythagoras enthält tiefe Weisheit über die Verbindung zwischen Form und Zahlen, zwischen sichtbarer und verborgener Ordnung der Dinge. Ironischerweise hat derselbe Satz des Pythagoras, der ihn zu der Idee „Alles ist Zahl“ führte, dazu beigetragen, diese Behauptung zu widerlegen.
Die Entdeckung machte Pythagoras Schüler Hippasus und sie kostete ihn das Leben. Kurz darauf ertrank er mysteriöserweise im Meer. Hippasus betrachtete den einfachsten Fall: ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck, bei dem zwei Katheten gleich sind. Nach dem Satz des Pythagoras ergibt sich, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich dem doppelten Quadrat der Kathete ist. Was könnte einfacher sein, aber als Hippasus versuchte, ganze Zahlen für die Längen der Seiten eines solchen Dreiecks zu finden, stieß er auf das Unmögliche. Wenn wir annehmen, dass die Längen der Seiten durch ganze Zahlen ausgedrückt werden, kommen wir unweigerlich zu einem Widerspruch. Mit welchen Zahlen wir auch versuchen, die Seiten des Dreiecks zu messen, es passt immer etwas nicht. Hippasus bewies, es ist unmöglich, solche ganzen Zahlen zu finden, die dem Satz des Pythagoras genügen würden. Diese Entdeckung versetzte der Lehre des Pythagoras einen schweren Schlag. Es stellte sich heraus, dass nicht alles in der Welt durch ganze Zahlen ausgedrückt werden kann. Die Natur erwies sich als komplexer und reicher. Sie spricht nicht nur die Sprache der Zahlen, sondern auch die Sprache der Geometrie und sogar, wie wir jetzt wissen, die Sprache der Quantenlogik. Bei der Beobachtung von Musiksaiten machte Pythagoras noch zwei Entdeckungen. Er verstand, dass jedes Saiteninstrument, sei es eine antike Lyra oder eine Geige, auf die gleiche, einfache Weise funktioniert. Eine gespannte Saite vibriert und erzeugt Klang, und obwohl viele verschiedene Faktoren den Klang beeinflussen, bemerkte Pythagoras etwas sehr Wichtiges an den Saiten. Er nahm ein einfaches Saiteninstrument und begann zu experimentieren, indem er zwei Parameter änderte: die Länge des klingenden Teils der Saite und die Stärke ihrer Spannung. Was er entdeckte, ist einfach erstaunlich. Wenn man zwei gleich gespannte Saiten unterschiedlicher Länge nimmt und das Verhältnis dieser Längen durch einfache ganze Zahlen ausdrückt, werden sie zusammen sehr schön klingen. Hören Sie. Wenn man eine Saite halb so lang macht wie die andere, entsteht eine Oktave, der reinste und angenehmste Zusammenklang. Wenn wir das Verhältnis 2:3 nehmen, hören wir eine dominante Quinte und 3:4 ergeben eine Durquarte. Auf diesen einfachen numerischen Verhältnissen baut die gesamte musikalische Harmonie auf, von der Klassik bis zum Rock, und jedes Mal, wenn ein Musiker eine Saite mit dem Finger niederdrückt, nutzt er, ohne es zu ahnen, die Entdeckung des Pythagoras. Aber das ist noch nicht alles. Die zweite Entdeckung des Pythagoras betraf die Spannkraft der Saite. Er bemerkte, dass verschiedene Gewichte verschiedene Noten ergeben, und hier zeigte sich eine neue Gesetzmäßigkeit. Saiten klingen schön zusammen, wenn ihre Spannungen sich wie die Quadrate einfacher Zahlen verhalten. Spannen Sie zum Beispiel eine Saite 4-mal stärker als die andere und sie werden in einer Oktave erklingen, als wäre die eine halb so lang. Diese Entdeckung ist sogar noch erstaunlicher als die erste, denn die Verbindung zwischen Zahlen und Harmonie ist hier nicht so offensichtlich. Man kann sie nur sehen, nachdem man die Zahlen quadriert hat, und diese seltsame Regel verbindet musikalische Harmonie mit Gewicht, einer höchst materiellen Eigenschaft von Gegenständen. So verbanden der Satz des Pythagoras über Dreiecke und seine zwei Gesetze der musikalischen Harmonie Form, Größe, Gewicht und Klangschönheit durch die universelle Sprache der Zahlen. Diese Einheit wurde zur Grundlage einer ganzen Weltanschauung, in der Mathematik die Sprache des Universums ist. Aber was bedeutet das alles? Warum klingen einige Noten schön und andere nicht? Wir wissen es nicht. Obwohl die Physik des Klangs ausreichend erforscht ist, entzieht sich das Geheimnis der musikalischen Schönheit. Wissenschaftler haben eine Erklärung, aber sie ist noch nicht vollständig. Der Weg der Musik zu unserem Gehirn ähnelt einer Staffel von Transformationen. Die vibrierende Saite bringt den Resonanzboden des Instruments zum Schwingen, dieser erzeugt Wellen in der Luft und diese Wellen erreichen das Trommelfell. In jeder Phase dieses Weges bleibt das Wichtigste erhalten: die Schwingungsfrequenz, genau der Rhythmus, mit dem die Saite ursprünglich vibrierte. Tief im Ohr übernimmt die Schnecke den Staffelstab. In ihr befindet sich eine besondere Membran, deren verschiedene Teile auf verschiedene Klangfrequenzen reagieren. Die breiten Teile der Membran reagieren auf tiefe Töne und die schmalen Teile auf hohe. Deshalb klingen die Stimmen von Männern mit ihren dicken Stimmbändern tiefer als die von Frauen. Neben der Membran arbeitet das Corti-Organ, das Schwingungen in elektrische Signale umwandelt. Diese Signale werden von den Gehirnzellen gelesen. Jede Zelle ist auf ihre eigene Frequenz eingestellt, was uns ermöglicht, verschiedene Noten einer Melodie zu unterscheiden. Aber das Interessanteste passiert, wenn wir zwei Töne gleichzeitig hören.
Wenn ihre Frequenzen sich wie einfache Zahlen verhalten, zum Beispiel schwingt ein Ton genau doppelt so schnell wie der andere, findet unser Gehirn leicht eine Regelmäßigkeit in dieser Kombination. Es ist, als würde es ein Vorhersagespiel spielen. Aha, jetzt wird es so sein und dann so. Und wenn die Vorhersagen eintreffen, empfinden wir Vergnügen. Genau das nennen wir musikalische Harmonie. Aber wenn die Frequenzen fast, aber nicht ganz übereinstimmen, versucht das Gehirn eine Regelmäßigkeit zu finden, irrt sich aber ständig. Dies erzeugt ein Gefühl der Dissonanz, eines unangenehmen Klangs. Deshalb klingen zwei benachbarte Klaviertasten so unangenehm. Unter den geometrischen Figuren gibt es besondere Objekte. Über Jahrtausende hinweg haben sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Die platonischen Körper. Um ihre Schönheit zu verstehen, beginnen wir mit einfacheren Ebenenfiguren, regulären Polygonen. Stellen Sie sich Figuren vor, bei denen alle Seiten gleich sind und alle Winkel gleich sind. Das einfachste Beispiel ist ein gleichseitiges Dreieck. Es folgt das Quadrat, dann das regelmäßige Fünfeck, Sechseck und so weiter. Solche Figuren kann man unendlich viele konstruieren. Diese einfachen und perfekten Formen können als eine Art Atome der Geometrie betrachtet werden. Es sind Grundelemente, aus denen komplexere Muster und Strukturen aufgebaut werden. Ihre Schönheit faszinierte Künstler und Denker so sehr, dass selbst Albrecht Dürer einen rätselhaften Polyeder in seinem Stich Melancholia I darstellte. Im Gegensatz zu regulären Polygonen gibt es im dreidimensionalen Raum nur 5 ideale Körper. Die platonischen Körper. Und das ist merkwürdig. Von den unendlichen Möglichkeiten in der Ebene kommen wir zu einer streng begrenzten Anzahl im Raum. Warum gibt es nur 5? Die Antwort liegt darin, wie Polygone im Raum verbunden werden können. Wenn man versucht, zu viele Flächen in einem Scheitelpunkt zu verbinden, passen sie entweder nicht hinein oder liegen in einer Ebene wie Fliesen auf dem Boden. Zum Beispiel bilden 6 gleichseitige Dreiecke, die in einem Punkt verbunden sind, ein flaches Muster, das unendlich fortgesetzt werden kann. Diese Beschränkungen auf 5 ideale Körper beeindruckte die antiken Denker so sehr, dass Platon darin einen tiefen Sinn sah. Er glaubte, dass diese 5 Körper irgendwie der fundamentalen Struktur des Universums entsprechen müssen. Die Geschichte der platonischen Körper reicht weit in die Antike zurück, lange vor Platon selbst, aber die Natur entdeckte diese Formen noch früher. Viele Viren und Mikroorganismen bauen ihre Hüllen in Form von Ikosaedern und Dodekaedern. Besonders schön sind Radiolarien, deren filigrane Skelette oft die Formen aller 5 platonischen Körper wiederholen, als hätte das Leben selbst diese perfekten geometrischen Formen als die stabilsten und effizientesten gewählt. Platon erdachte auch eine der einflussreichsten Metaphern der Geschichte. Stellen Sie sich vor, in einer Höhle sitzen Menschen, die so gefesselt sind, dass sie nur die Wand vor sich sehen können. Hinter ihnen brennt ein Feuer und zwischen ihnen und dem Feuer gehen andere Menschen mit verschiedenen Gegenständen umher. Es stellt sich heraus, dass unsere Gefangenen nur Schatten an der Wand sehen und denken, dass dies die ganze Welt sei. Und wissen Sie, was Sokrates in dieser Geschichte sagt? Er sagt zu seinem Schüler, diese Gefangenen, sie sind wie wir. Das heißt, was wir für die Realität halten, könnte einfach der Schatten von etwas Größerem sein. Der Physiker Niels Bohr liebte solche paradoxen Ideen sehr. Er nannte sie tiefe Wahrheiten. Er sagte, dass eine echte, tiefe Wahrheit darin besteht, dass auch die gegenteilige Aussage wahr ist. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Welt nicht auf Mathematik aufgebaut ist, wie Platon dachte, und das wird wahr sein, aber auch das Gegenteil ist wahr. Die Welt folgt tatsächlich mathematischen Gesetzen. Übrigens hat Dalí in seinem Gemälde Das Abendmahl ein platonisches Dodekaeder versteckt, als würde er auf diese Dualität der Realität hinweisen. Schön gemacht, nicht wahr? Es stellt sich heraus, dass Platon 2 Ideen verband. Die erste übernahm er von Pythagoras, dass alles in der Welt auf Zahlen und mathematischer Harmonie aufgebaut ist. Die zweite handelte davon, wie die Realität strukturiert ist und warum sich alles verändert. Er erdachte die Theorie, dass es eine Welt idealer, unveränderlicher Formen gibt und unsere gewöhnliche Welt einfach deren ungenaue Kopie ist. Stellen Sie sich eine ideale Katze vor. Sie altert nie und wird nie krank. Alle echten Katzen sind sozusagen ihre unvollkommenen Spiegelungen. Lustigerweise sagt die moderne Quantenmechanik etwas Ähnliches, dass alle Veränderungen nur Schein sein könnten und auf der tiefsten Ebene bleibt die Realität unverändert.
Platon glaubte, dass es zwei Wege zum Verständnis der wahren Realität gibt. Man kann durch Philosophie in sich selbst gehen und den Geist von Illusionen reinigen, oder man kann Naturphänomene studieren und nach Gesetzen suchen. Und wissen Sie, was er wählte? Mit diesem Dilemma konfrontiert, entschied sich Platon, die Genauigkeit der Schönheit zu opfern. Wenn Beobachtungen nicht einer schönen Theorie entsprachen, umso schlimmer für die Beobachtungen. In der Renaissance entdeckten die Menschen die Ideen Platons neu. Aber sie taten dies auf ihre eigene Weise. Sie suchten das Ideale, ohne sich vom Realen abzuwenden. Die Künstler jener Zeit standen vor einer praktischen Aufgabe. Wie malt man eine dreidimensionale Welt auf einer flachen Leinwand? In dieser Zeit gab es keine Fotografien und reiche Menschen wollten Gemälde haben, die genau zeigten, wie sie selbst und ihr Besitz aussahen. Es stellte sich heraus, dass wenn wir wirklich verstehen, wie Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln aussehen, wir zu erkennen beginnen, was an ihnen wirklich wichtig ist und was zufällig. Es zeigt sich, dass wir durch die objektive Nutzung des subjektiven Blicks das Wesen der Dinge besser verstehen können. Nehmen wir zum Beispiel an, wir müssen eine einfache Landschaft malen, eine horizontale Oberfläche und eine vertikale Leinwand. Wenn wir Linien von Punkten auf dem Boden zum Auge des Betrachters ziehen, geschieht etwas Magisches. Je weiter ein Punkt auf dem Boden entfernt ist, desto höher erscheint er auf der Leinwand. Dabei sammeln sich die entferntesten Punkte in einer Linie, dem Horizont. Vor uns liegt die Unendlichkeit. Diese Horizontlinie existiert in der Realität nicht. Sie ist nur die Grenze dessen, was wir sehen können, aber auf dem Gemälde ist sie durchaus real. Wenn wir parallele Linien auf dem Boden zeichnen, werden sie auf dem Gemälde alle in einem Punkt am Horizont zusammenlaufen. Jede Gruppe paralleler Linien hat ihren eigenen Fluchtpunkt und all diese Punkte liegen auf der Horizontlinie. Brunelleschi, einer der Künstler der Renaissance, verwandelte diese Beobachtungen in eine Zeichentechnik. Er führte ein beeindruckendes Experiment durch. Er zeichnete das Florentiner Baptisterium so genau, dass Menschen die Zeichnung mit dem echten Gebäude durch einen Spiegel vergleichen konnten. Dieses Experiment revolutionierte die Malerei, indem es zeigte, wie mathematische Präzision der Kunst dienen kann. In der Kunst der Perspektive liegt etwas Magisches, besonders wenn man sie mit eigenen Händen erschafft. Führen Sie ein einfaches Experiment durch. Versuchen Sie, einen langen Boden aus quadratischen Fliesen zu zeichnen. Beginnen Sie mit einem Quadrat am unteren Rand des Blattes und einer Horizontlinie oben und Sie werden auf eine Gesetzmäßigkeit stoßen. Nicht nur die Seiten der Quadrate, sondern auch ihre Diagonalen folgen den Gesetzen der Perspektive. Auch sie streben zu ihrem Punkt am Horizont. Mit dieser Gesetzmäßigkeit kann man Schritt für Schritt das gesamte Muster konstruieren. Die Diagonalen finden, ihre Schnittpunkte mit den Seiten und so weiter. Wenn die Konstruktion abgeschlossen ist, entsteht vor Ihnen ein kleines Wunder. Ein Fliesenboden, der absolut real aussieht, obwohl alle seine Quadrate unterschiedliche Formen haben. Das Verständnis der Prinzipien der Perspektive verändert die Art, wie wir die Welt sehen. Man beginnt zu bemerken, wie parallele Linien von Stadtstraßen in der Ferne zusammenlaufen. Dies ist eine Art Ausweg aus Platons Höhle. Die Kunst der Perspektive erwies sich nicht nur als Zeichentechnik, sie enthält tiefe Ideen, die später die Grundlage der modernen Physik bildeten. Nehmen wir die Idee der Relativität. In der projektiven Geometrie bedeutet dies einfach, dass dieselbe Szene aus verschiedenen Blickwinkeln gezeichnet werden kann. Die Bilder werden unterschiedlich aussehen, aber dasselbe zeigen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Eng damit verbunden ist die Idee der Symmetrie. Wenn man ein Objekt dreht, wird sich seine Ansicht von einem bestimmten Punkt aus ändern, aber die vollständige Beschreibung aller möglichen Ansichten bleibt dieselbe. Mit anderen Worten, wenn wir ein Objekt drehen, sieht es aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich aus, aber alle möglichen Blickwinkel zusammen bleiben dasselbe Objekt. Diese Veränderung ohne Veränderung ist das Wesen der Symmetrie. Es gibt auch die Invarianz, das Gegenteil der Relativität. Einige Dinge bleiben unverändert, egal aus welchem Blickwinkel man schaut. Zum Beispiel bleibt eine gerade Linie immer gerade, obwohl ihre Position auf der Leinwand sich ändern kann. Oder wenn 3 Linien sich in einem Punkt in der Realität schneiden, werden sie sich in diesem Punkt auf jeder Zeichnung schneiden. Und jetzt das Ungewöhnlichste: das Prinzip der Komplementarität. In der Quantenwelt funktioniert das so. Nehmen wir an, wir wollen ein Elektron sehen.
Um es zu erkennen, muss man es beleuchten, aber das Licht stößt das Elektron an und verändert seine Position. Man muss wählen, entweder eine Eigenschaft genau messen und die andere opfern oder umgekehrt. Es ist, als könnte man in der Malerei nicht denselben Gegenstand von verschiedenen Seiten malen. Quantenkubismus ist unmöglich. Diese großen Ideen, Relativität, Symmetrie, Invarianz, Komplementarität, vereinen sich im Herzen der modernen Physik. Sie sollten auch im Zentrum der modernen Philosophie und Religion stehen, aber das ist noch nicht der Fall. In all diesen Kontexten erscheinen sie manchmal in fremden und abstrakten Formen, die verwirren können. In einer solchen Situation kehren sie zur projektiven Geometrie zurück und sie werden sie wieder in materiellen, schönen, künstlerischen Bildern verkörpert sehen können. Die wissenschaftliche Revolution des 16. bis 17. Jahrhunderts veränderte unsere Art, die Welt zu erkennen. Die Haupterrungenschaft dieser Epoche war eine neue Erkenntnismethode, die am deutlichsten von Newton formuliert wurde. Er nannte sie Analyse und Synthese. Das Wesen der Methode ist einfach und tiefgründig. Zuerst muss man ein komplexes Phänomen in seine einfachsten Teile zerlegen und ihre Natur verstehen. Das ist die Analyse. Und dann aus diesen Teilen ein ganzheitliches Verständnis zusammensetzen, das ist die Synthese. Newton setzte einen neuen Standard in der Wissenschaft. Eine Theorie muss die Realität genau beschreiben, sonst ist sie nur eine Hypothese. Die gesamte Natur zu erklären, ist eine schwierige Aufgabe für einen einzelnen Menschen oder sogar für jede einzelne Epoche. Es ist besser, wenig, aber mit Sicherheit zu tun und den Rest anderen zu überlassen, denen, die nach dir kommen, als alles zu erklären, Vermutungen anzustellen und dir bei nichts sicher zu sein. Trotz seiner Liebe zur Präzision besaß Newton eine enorme wissenschaftliche Neugier. In seinen Aufzeichnungen findet man Überlegungen zu allem Möglichen, von chemischen Reaktionen bis zu Muskelbewegungen. Um diese grenzenlose Neugier mit wissenschaftlicher Strenge zu verbinden, verwendete er zwei Ansätze. Die erste erinnerte an Darwins natürliche Auslese, nur in der Welt der Ideen. Newton überprüfte seine Vermutungen, indem er ihre Vorhersagen mit Beobachtungen verglich. Einige Ideen überlebten und entwickelten sich, andere starben ab. Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag, aber mir selbst komme ich nur wie ein Junge vor, der am Meeresufer spielt und sich damit vergnügt, dass er von Zeit zu Zeit einen glatteren Kiesel oder eine schönere Muschel als gewöhnlich findet, während der große Ozean der Wahrheit unerforscht vor mir liegt. Der zweite Ansatz war raffinierter. Für Ideen, die vielversprechend erschienen, aber noch nicht geprüft waren, fand Newton einen Weg zur Veröffentlichung. Er formulierte sie als Fragen. Zum Beispiel fragte er, wirken Körper nicht aus der Ferne auf das Licht und beugen durch diese Wirkung seine Strahlen? Jahrhundertelang galt die weiße Farbe als Symbol der Reinheit. Von den Gewändern der altägyptischen Priester bis zu modernen Hochzeitskleidern. Es schien logisch, dass das Sonnenlicht, das weiß ist, das reinste sein müsste. Aber Newton bewies das Gegenteil. Vor ihm dachte man, dass weißes Licht, wenn es durch ein Prisma geht und sich in die Farben des Regenbogens teilt, einfach verdorben wird, indem es sich in verschiedenen Proportionen mit der Dunkelheit vermischt. Newton hingegen zeigte, weißes Licht ist eine Mischung und das Prisma trennt es nur in seine reinen Bestandteile. Isaac führte ein entscheidendes Experiment durch. Er ließ Licht durch zwei Prismen. Das erste zerlegte das weiße Licht in die Farben des Spektrums und das zweite konnte sie entweder wieder zusammenführen oder einzelne reine Farben isolieren. Newton entdeckte, dass diese reinen Spektralfarben nicht weiter zerlegt werden können. Sie sind die fundamentalen Bestandteile des Lichts. Dieses Experiment begründete die Chemie des Lichts. Wie Chemiker Substanzen analysieren und reine Elemente daraus isolieren, so lernte Newton, Lichtelemente, reine Spektralfarben zu isolieren. Diese Entdeckung hatte nicht nur theoretische, sondern auch praktische Bedeutung. Newton erfand zum Beispiel einen neuen Typ von Teleskop, bei dem er anstelle von Linsen Spiegel verwendete. Aber die wichtigsten Entdeckungen standen noch bevor. Im 19. Jahrhundert bemerkten Wissenschaftler dunkle Linien im Sonnenspektrum. Es stellte sich heraus, dass jedes chemische Element Licht bestimmter Farben absorbiert und im Spektrum seinen einzigartigen Fingerabdruck hinterlässt. Diese Analyse des Lichts half zu erfahren, woraus ferne Sterne bestehen. Die Geschichte der Entdeckung von Helium ist besonders schön. 1868 bemerkten Wissenschaftler während einer Sonnenfinsternis eine unbekannte Linie im Spektrum der Sonnenkorona. Sie glaubten, ein neues Element entdeckt zu haben, das nur auf der Sonne existiert und nannten es Koronium. Aber 27 Jahre später wurde dasselbe Element auf der Erde in Uranerz gefunden und in Helium umbenannt, zu Ehren des griechischen Sonnengottes.
So half die Analyse des Lichts zu beweisen, dass Sterne aus denselben Elementen bestehen wie unsere Erde. Vor Newton stellten sich Wissenschaftler die Welt unterschiedlich vor. Galilei, der zum ersten Mal den Mond durch ein Teleskop sah, erblickte Berge und Krater wie auf der Erde. Kopernikus zeigte, dass die Erde ein Planet wie andere ist, und Kepler fand die mathematischen Gesetze der Planetenbewegung. Aber zwischen Himmel und Erde blieb eine Kluft. Keplers Gesetze beschrieben die Bewegung der Planeten hervorragend, aber es waren statische Gesetze. Sie sagten, wie die Umlaufbahnen aussehen, erklärten aber nicht, warum sie so sind, und vor allem, diese Gesetze verbanden die Bewegung der Himmelskörper in keiner Weise mit den uns vertrauten irdischen Phänomenen. Unter den wissenschaftlichen Illustrationen gibt es eine besondere Zeichnung, die einzige in Newtons gesamtem Hauptwerk. Frank Wilczek hält sie für die schönste Zeichnung in der gesamten wissenschaftlichen Literatur. Auf den ersten Blick ist sie sehr einfach, ein hoher Berg und einige Linien, die die Flugbahnen eines geworfenen Steins zeigen. Aber hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine große Idee. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Gipfel dieses Berges und werfen einen Stein. Wenn Sie schwach werfen, fällt er nicht weit von Ihnen entfernt. Wenn stärker, fliegt er weiter. Und was, wenn Sie ihn sehr stark werfen? In Wirklichkeit kann niemand einen Stein mit solcher Kraft werfen, aber in einem Gedankenexperiment ist das möglich, und dann geschieht etwas Erstaunliches. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit fällt der Stein überhaupt nicht, sondern beginnt um den Planeten zu kreisen. Newton zeigte, dass die Bewegung in einer Umlaufbahn auch eine Art Fall ist, nur ein Fall auf ein ständig entgleitendes Ziel. Der Mond fällt auf die Erde genauso wie ein Apfel vom Baum, nur bewegt er sich so schnell, dass er ständig am Planeten vorbeifällt. Dies war eine völlig neue Sicht auf die Natur. Anstelle eines statischen Weltbildes schuf Newton ein dynamisches Universum, in dem jede Bewegung einheitlichen Gesetzen gehorcht. Diese Idee der Einheit von Irdischem und Himmlischem offenbarte eine neue Schönheit im Aufbau der Welt. Newton machte eine noch bahnbrechendere Entdeckung. Er fügte dem Raum eine neue Dimension hinzu: die Zeit. Im dreidimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum verwandelt sich eine kreisförmige Umlaufbahn in eine Spirale. Die Zeit wird zu einer ebenso vollwertigen Dimension wie Länge oder Höhe. Newton sah Kurven als Bahnen von sich in der Zeit bewegenden Punkten. Auf dieser Grundlage schuf er eine neue Methode, Bewegung durch unendlich kleine Veränderungen zu beschreiben. Er entwickelte die mathematische Analysis. Stellen Sie sich einen Planeten vor, der sich in einer Umlaufbahn bewegt. Zu jedem Zeitpunkt versucht er sich mit konstanter Geschwindigkeit geradlinig zu bewegen. Das ist seine natürliche Bewegung, aber etwas lenkt ihn ständig von diesem Weg ab und zwingt ihn, sich auf einer Kurve zu bewegen. Dieses Etwas ist die Kraft. Indem er diese Methode auf die Daten zur Planetenbewegung anwandte, entdeckte Newton das Gesetz der universellen Gravitation. Damit konnte er viele verschiedene Phänomene erklären, von der Bewegung des Mondes bis zu den Ursachen von Ebbe und Flut, von der Form der Erde bis zur Bewegung von Kometen. Zum ersten Mal in der Geschichte erklärte ein mathematisches Gesetz eine Menge von Dingen mit erstaunlicher Genauigkeit. Newtons Methode, die später als Reduktionismus bezeichnet wurde oft dafür kritisiert, dass sie angeblich die Welt vereinfacht und verarmt. Dichter und Künstler schrieben, dass die wissenschaftliche Erklärung das Wunder und die Schönheit der Natur tötet. Der Künstler William Blake drückte diesen Widerspruch in seinem berühmten Porträt von Newton aus. In seinem Gemälde erscheint der große Wissenschaftler als mächtige, konzentrierte Figur, aber er sitzt mit dem Rücken zur schönen und farbenfrohen Welt. Aber zerstört Verständnis wirklich die Schönheit? Betrachten Sie fraktale Muster. Bilder, die von reiner Mathematik geschaffen wurden. Meiner Meinung nach schmälert das Wissen, dass hinter dieser Schönheit einfache mathematische Regeln stehen, sie nicht, sondern fügt im Gegenteil Bewunderung hinzu. Newtons Bewegungsgesetze ermöglichen es, die Zukunft vorherzusagen und die Vergangenheit zu rekonstruieren. Wenn wir die Position und Geschwindigkeit eines Objekts sowie alle darauf wirkenden Kräfte kennen, können wir berechnen, wo sich dieses Objekt zu jedem anderen Zeitpunkt befinden wird. Aber es gibt eine Nuance. Wir brauchen einen Bezugspunkt, also Anfangsbedingungen. Die Bewegungsgleichungen selbst können uns nichts über die Welt erzählen, bis wir ihren Zustand zumindest zu einem Zeitpunkt festlegen. Es ist wie das Starten eines Computerprogramms, es reicht nicht aus, den Algorithmus zu kennen, man braucht auch Eingabedaten. Vielleicht sollten wir, wie der Philosoph Parmenides und später der Physiker Hermann Weyl meinten, die Welt anders betrachten? Möglicherweise ist Zeit nur unsere Art, die Realität wahrzunehmen, und die objektive Welt existiert ganz auf einmal, als ein einziges Ganzes in der Raumzeit. In einem solchen Weltbild
gäbe es keinen Bedarf an Anfangsbedingungen, weil es keinen Anfang selbst gäbe. Michael Faraday wuchs in einer armen Familie eines Londoner Schmieds auf. Ohne formale Bildung arbeitete er als Buchbinderlehrling, wo Bücher sein Fenster zur Welt der Wissenschaft wurden. Als er öffentliche Vorlesungen des Chemikers Humphrey Davy besuchte, beeindruckte Faraday den Wissenschaftler so sehr mit seinen detaillierten Aufzeichnungen, dass dieser ihn als seinen Assistenten einstellte. Interessanterweise kannte Faraday kaum Mathematik, nur grundlegende Algebra und etwas Trigonometrie, aber das half ihm möglicherweise. Anstatt bestehenden Theorien zu folgen, verließ er sich auf Intuition und Experimente. Seine Hauptentdeckung war das Konzept der Kraftlinien. Er erfand ein einfaches Experiment. Wenn man Metallspäne auf ein Blatt Papier streut und einen Magneten heranbringt, richten sich die Späne in symmetrischen Kurvenlinien aus. Dort, wo andere Wissenschaftler nur Kräfte sahen, die durch das Vakuum wirkten, sah Faraday etwas mehr. Ein besonderes Medium, das den gesamten Raum ausfüllt. Er verglich es mit dem Wind. Wir sehen nicht die Luft selbst, aber wir sehen, wie sie die Wolken treibt. Diese Ideen erschienen seinen Zeitgenossen als Rückschritt. Nach Newtons präzisen mathematischen Gesetzen schien die Rückkehr zu irgendwelchen unsichtbaren Fluiden unwissenschaftlich. Aber es gab einen Menschen, der in Faradays Ideen etwas Tiefgründiges sah. James Clerk Maxwell. Maxwell nahm Faradays Ideen und verwandelte sie in strenge mathematische Gleichungen. Er schuf ein Modell des Raums, gefüllt mit besonderen Wirbelatomen. In diesem Modell erzeugten Änderungen des elektrischen Feldes ein magnetisches Feld und umgekehrt. Sie tanzten gleichsam miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Berechnungen zeigten, dass solche Schwingungen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreiten müssten. Als Maxwell diese Geschwindigkeit berechnete, war er erstaunt. Sie stimmte exakt mit der Lichtgeschwindigkeit überein. Es stellte sich heraus, dass Licht genau diese Schwingungen des elektromagnetischen Feldes sind. So vereinten sich die Intuition eines einfachen Buchbinders und eines Mathematikprofessors, um eine der schönsten Theorien in der Geschichte der Physik zu schaffen. Sie zeigten, dass die Lehre keineswegs leer ist. Sie ist gefüllt mit einem unsichtbaren Tanz elektrischer und magnetischer Felder, den wir Licht nennen. Faraday und Maxwell stellten sich die Welt so vor, wie sie eine intelligente Spinne sehen könnte. Im Gegensatz zu Menschen nehmen Spinnen die Welt nicht durch Sehen wahr, sondern durch die Vibrationen ihres Netzes. Für sie ist es natürlich, den Raum als ein Netz verbundener Fäden zu betrachten, durch die Kräfte und Schwingungen übertragen werden. Für intelligente Spinnen wäre die Idee elektromagnetischer Felder völlig natürlich. Als es Zeit war, seine Ideen in mathematischer Form niederzuschreiben, begann Maxwell mit 4 bekannten Gesetzen des Elektromagnetismus. Den beiden Gaußschen Gesetzen, dem Ampere'schen Gesetz und dem Faraday'schen Gesetz. Das resultierende System war so schön, dass es als Bilder dargestellt werden konnte, aber als Maxwell versuchte, alles zu vereinen, entdeckte er einen Widerspruch. Stellen Sie sich einen elektrischen Strom vor, der zwischen 2 Platten eines Kondensators fließt. Nach dem Ampere'schen Gesetz sollte dieser Strom ein Magnetfeld erzeugen, aber im Zwischenraum zwischen den Platten gibt es keinen Strom. Wie kann dort ein Magnetfeld sein? Um diesen Widerspruch zu lösen, schlug Maxwell ein neues, 5. Gesetz vor. Sich ändernde elektrische Felder müssen magnetische Felder erzeugen, so wie sich ändernde magnetische Felder elektrische Felder erzeugen. Dieses Gesetz beseitigte nicht nur den Widerspruch, sondern verlieh dem gesamten System von Gleichungen eine erstaunliche Symmetrie und Schönheit. Es ist wichtig zu bemerken, dass Maxwell sein Gesetz nicht durch Experimente entdeckte, sondern am Schreibtisch. Er nahm einfach an, dass die Natur symmetrisch aufgebaut ist. Wenn ein Magnetfeld ein elektrisches Feld erzeugen kann, dann sollte es auch umgekehrt sein. Maxwells Gleichungen eröffneten eine ganze Welt unsichtbarer Strahlung. Von Radiowellen bis zu Röntgenstrahlen. Sichtbares Licht erwies sich nur als kleiner Teil eines riesigen Spektrums elektromagnetischer Wellen. Maxwells Gleichungen können anschaulich dargestellt werden in der Sprache der Flüsse. In dieser Form sehen sie wie eine Art Tanz aus. Ich stelle sie mir oft geistig als einen Tanz von Konzepten durch Raum und Zeit vor, und das ist ein wahres Vergnügen. Selbst auf den ersten Blick hinterlassen Maxwells Gleichungen ein Gefühl von Schönheit und Gleichgewicht. Wie die Wirkung konventionellerer Kunstformen ist dieser Eindruck leichter wahrzunehmen als zu erklären. Man kann diese erstaunliche Theorie nicht studieren, ohne das Gefühl zu haben, dass die mathematischen Formeln ein Eigenleben haben, einen eigenen Verstand besitzen. Es scheint, dass diese Formeln klüger sind als wir. Klüger sogar als der Autor selbst, als ob sie uns mehr geben, als seinerzeit in sie hineingelegt wurde. Heinrich Hertz war der Mann, der die Experimente durchführte und Maxwells Ideen bestätigte. Es war Hertz, der die erste Generation von Radiosendern und Empfängern entwickelte. Seine Arbeit erklärte Radiowellen und wurde zur Grundlage der Radiotechnik. Radiowellen sind Licht mit einer viel größeren Wellenlänge
und niedrigeren Frequenz im Vergleich zu sichtbarem Licht. Das heißt, bei Radiowellen erfolgen die Schwingungen zwischen elektrischen und magnetischen Feldern im Raum sanfter und langsamer. Wenn wir von Radiowellen zu Wellen mit kürzerer Länge übergehen, erhalten wir Mikrowellenstrahlung, Infrarotstrahlen, sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgenstrahlen und Gammastrahlung. Jede dieser zahlreichen Formen des Lichts hat ihren Ursprung in einer rein theoretischen Konstruktion. Mit anderen Worten, ein Traum hat einen Brunnen moderner Technologien hervorgebracht. Sie sind alle in Maxwells Gleichungen enthalten. Ist das nicht Kraft? Maxwells Entdeckungen veränderte den Ansatz selbst bei der Suche nach fundamentalen Naturgesetzen. Anstatt zuerst Gesetze zu finden und dann nach Symmetrie in ihnen zu suchen, begannen Physiker umgekehrt vorzugehen. Sie suchten nach den symmetrischsten Gleichungen in der Annahme, dass die Natur genau diese bevorzugt, und diese Strategie erwies sich als unglaublich erfolgreich. Maxwell interessierte sich nicht nur für die Natur des Lichts, sondern auch dafür, wie wir es sehen. Er bemerkte ein Paradoxon. Was für unser Auge gleich aussieht, kann physikalisch völlig unterschiedlich sein. Nehmen wir die gelbe Farbe. Wir können sie entweder als Farbe des Regenbogens sehen oder als Mischung aus Rot und Grün. Für das Auge sind diese beiden Gelbtöne völlig gleich, obwohl es physikalisch unterschiedliche Phänomene sind. Dasselbe gilt für Weiß. Sonnenlicht enthält alle Farben des Regenbogens, aber um Weiß zu erhalten, reichen nur 3: Rot, Grün und Blau. Um die Farbwahrnehmung zu studieren, erfand Maxwell ein einfaches, aber geniales Gerät, den Farbkreisel. Er hatte 2 farbige Streifen, die sich beim Drehen zu einer Farbe vermischten. Der Kreisel nutzte eine Besonderheit unseres Sehens. Wir sehen die Welt nicht kontinuierlich, sondern als eine Serie von Aufnahmen mit einer Belichtungszeit von etwa 1/25 Sekunde, und das Gehirn erzeugt die Illusion der Kontinuität. So bewies Maxwell eine wichtige Sache. Jede Farbe, die wir sehen können, kann durch Mischen von nur 3 Grundfarben erzeugt werden: Rot, Grün und Blau. Das bedeutet, dass der Raum der Farben, die unser Auge unterscheiden kann, dreidimensional ist. Diese Experimente erklärten nicht nur, wie wir Farben sehen, sondern ermöglichten auch die Entwicklung moderner Fernseh- und Smartphone-Bildschirme. Die einfachsten Lichtwellen sind reine Spektralfarben. Ihre Schwingungen wiederholen sich in gleichen Abständen. Die Länge dieser Intervalle bestimmt die Farbe. Von Violett, wo sie sehr klein ist, bis Rot, wo sie doppelt so groß ist. Jetzt aufgepasst! Das gesamte sichtbare Spektrum umfasst nur eine Oktave. Die Wellenlänge ändert sich nur um das Zweifache. Das ist ein winziger Teil des Möglichen. Elektromagnetische Wellen können jede Länge haben, von kilometerlangen Radiowellen bis zu mikroskopischen Gammastrahlen, aber unsere Augen sehen nur einen schmalen Streifen des Spektrums. Genau in diesem ist der Großteil der Sonnenstrahlung konzentriert, die die Erde erreicht. Die Evolution hat uns gelehrt, den hellsten Teil des Spektrums zu sehen. Aber selbst in diesem engen Bereich nehmen wir nicht alles wahr. Unser Sehvermögen unterscheidet 2 Hauptaspekte des Lichts. Den räumlichen, der es uns ermöglicht, die Form von Objekten zu sehen, und den farblichen, der Informationen über die Zusammensetzung trägt. Es ist, als würden wir in der Musik nur Rhythmus und Melodie hören und den Rest übersehen. Was ist also Farbe? Maxwell zeigte, dass es unsere Art ist, die Frequenz der Schwingungen von Lichtwellen wahrzunehmen. Wenn wir zum Beispiel spektral gelb sehen, bedeutet das, dass elektrische und magnetische Felder 520 Billionen Mal pro Sekunde schwingen. Das ist unglaublich schnell. Zum Vergleich: Unser Sehvermögen liefert nur 25 Bilder pro Sekunde. Farbe ermöglicht es uns, keine Informationen über ultrahochgeschwindigkeitsschnelle Prozesse zu verlieren. Aber unsere Farbwahrnehmung ist sehr begrenzt. Vollständige Informationen über Licht erfordern eine unendliche Anzahl von Messungen, dafür jede mögliche Schwingungsfrequenz, deren Intensität bekannt sein muss. Und unser Auge komprimiert diese ganze Unendlichkeit in nur 3 Zahlen. Kurz gesagt, der Raum der Farbinformation ist unendlich dimensional, aber wir nehmen als Farbe nur eine dreidimensionale Oberfläche wahr, auf die diese unendlichen Dimensionen projiziert werden. Wie geschieht das? In unserer Netzhaut gibt es 3 Arten von lichtempfindlichen Molekülen. Einige absorbieren rotes Licht besser, andere grünes und wieder andere blaues. Wenn Licht auf ein solches Molekül trifft, kann es dieses absorbieren und seine Form verändern, wodurch ein elektrischer Impuls entsteht. Die Anzahl der absorbierten Photonen durch jeden Molekültyp ergibt die 3 Zahlen, die die wahrgenommene Farbe bestimmen. So erklärte die Biologie unseres Sehvermögens Maxwells Entdeckung. Licht, das von der Sonne ausgestrahlt wird und nach der Wechselwirkung mit Materie zu uns gelangt, enthält Informationen über diese Materie, die von deren Elektronen kodiert wurden. Einfach ausgedrückt verschlüsselt die Farbe von Objekten Informationen darüber, woraus sie bestehen.
Die Farbwahrnehmung bei Tieren unterscheidet sich stark. Bei den meisten Säugetieren ist sie ziemlich schwach. Stiere zum Beispiel sehen die Welt nur in Grautönen. Ja, das rote Tuch ist für die Zuschauer. Hunde sehen besser. Sie unterscheiden 2 Grundfarben. Menschen haben normalerweise 3 Arten von Farbrezeptoren, obwohl etwa 8% der Männer an Farbenblindheit leiden und nur 2 haben. Aber die wahren Champions des Farbsehens sind die Fangschreckenkrebse. Diese Meeresjäger haben 12 bis 16 Rezeptoren, die es ihnen ermöglichen, nicht nur sichtbares Licht zu sehen, sondern auch Ultraviolett, Infrarotstrahlung und sogar die Polarisation des Lichts. Möglicherweise hat sich diese Fähigkeit bei ihnen für die geheime Kommunikation untereinander entwickelt. Die Physiker des 20. Jahrhunderts verstanden, dass Symmetrie allen Naturgesetzen zugrunde liegt. Als Wissenschaftler begannen, die Quantentheorie zu entwickeln, stellte sich heraus, dass sie zum Verständnis der Atome dieselbe Mathematik benötigten, die Musikinstrumente beschreibt. Für dieses Wissen wandten sie sich an das Buch von Lord Rayleigh, The Theory of Sound. Pythagoras wäre glücklich gewesen, davon zu erfahren. Schauen Sie sich die Schwingungen der Gitarrendecke an. Darauf entstehen schöne geometrische Muster. Erinnert Sie das an etwas? Ja, sie ähneln erstaunlich den Formen von Elektronenwolken in Atomen. Und diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Dieselben mathematischen Gesetze steuern beide Phänomene. Wenn die Anhänger des Pythagoras solche Schwingungen weiter studiert hätten, hätten sie viel früher die Gesetze der Mechanik entdecken und den Weg zur Quantentheorie ebnen können. In der Quantenwelt ist alles ganz anders, als wir es gewohnt sind. Im normalen Leben befindet sich ein Teilchen an einem bestimmten Ort, aber in der Welt der Atome ist ein Teilchen wie eine Wolke über den Raum verteilt. Diese Wolke zeigt die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden. Je dichter die Wolke, desto höher die Chance, es zu entdecken. Hinter diesen Wahrscheinlichkeitswolken steht ein tieferes Konzept, die Wellenfunktion. Sie steuert das Verhalten von Teilchen. Wir sehen die Wellenfunktion selbst nie, aber wir können ihr Fragen stellen und Antworten in Form von Wahrscheinlichkeiten erhalten. Beispielsweise möchten Sie etwas über die Bewegung eines Elektrons wissen. Sie können fragen, wo ist es oder wie schnell bewegt es sich? Und die Quantenmechanik wird Ihnen antworten. Es ist unmöglich, Antworten auf beide Fragen gleichzeitig zu bekommen. Je genauer Sie die Position des Teilchens kennen, desto unbestimmter wird seine Geschwindigkeit und umgekehrt. Einstein versuchte lange einen Weg zu finden, um diese Einschränkung zu umgehen, konnte es aber nicht. Die Natur ist so strukturiert, dass wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten müssen, um das vollständige Bild zu sehen. Nehmen wir das einfachste Atom im Universum, das Wasserstoffatom. Es stellt sich heraus, dass man es als Musikinstrument beschreiben kann. Die Schrödinger-Gleichung, die das Verhalten des Elektrons steuert, ähnelt sehr den Gleichungen für Schwingungen einer Saite oder Membran. Wie ein Musikinstrument seine natürlichen Noten hat, so hat auch ein Atom besondere Zustände. In diesen Zuständen bleibt die Wahrscheinlichkeitswolke, die zeigt, wo das Elektron gefunden werden kann, unverändert. Wenn wir uns die Bilder dieser Zustände ansehen, sehen wir ein beeindruckendes Bild. Wahrscheinlichkeitswolken bilden komplexe Muster wie Kunstwerke und wenn wir die Wellenfunktionen selbst betrachten, wird das Bild noch reicher. Vor uns liegt eine Art psychedelisches Mandala, das in allen Farben des Regenbogens schimmert. Der Philosoph Bertrand Russell sagte einmal, Mathematik besitze eine kalte und strenge Schönheit wie eine antike Skulptur. Aber Frank Wilczek stimmt dem nicht zu. Ja, die Schrödinger-Gleichung ist streng und elegant, aber schauen Sie, welche leuchtenden Bilder sie malt. Darin liegt der Charme der Physik. Hinter einfachen Gleichungen verbirgt sich eine reiche Welt von Formen und Mustern. Mathematische Strenge erzeugt künstlerische Schönheit. Das Wasserstoffatom ist das einfachste Beispiel dieser Einheit, aber selbst darin sehen wir Wissenschaft und Kunst vereint. Platon hatte im Wesentlichen recht. Atome verkörpern tatsächlich das Ideale. Materie besteht tatsächlich aus vielen identischen Teilchen. Diese Fähigkeit der Teilchen, über Milliarden von Jahren unverändert zu bleiben, ließ Maxwell sogar die Hand eines Schöpfers darin sehen. Einstein sagte einmal, mich interessiert, ob Gott eine Wahl hatte, als er die Welt erschuf. Das klingt wie altgriechische Philosophie, aber hinter diesem Satz steht eine tiefe wissenschaftliche Idee. Die Welt muss dem Prinzip der Schönheit und Symmetrie folgen. In seiner speziellen Relativitätstheorie löste Einstein ein kompliziertes Rätsel. Er hatte 2 Ideen von seinen Vorgängern. Galilei zeigte, dass die Gesetze der Physik für alle gleich sind, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Maxwell bewies, dass die Lichtgeschwindigkeit eine fundamentale, unveränderliche Konstante ist, aber wie kann das gleichzeitig sein? Nach unserer Erfahrung bewegt sich etwas langsamer für uns, wenn wir ihm nachrennen. Einstein fand eine geniale Lösung. Er nahm an, dass die Zeit für bewegte Beobachter unterschiedlich fließt.
Was für den einen Zeit ist, ist für den anderen eine Mischung aus Raum und Zeit. Genau das ermöglicht es der Lichtgeschwindigkeit, unverändert zu bleiben. Aus dieser Theorie folgte eine ziemlich seltsame Schlussfolgerung. Stellen Sie sich ein fahrendes Auto vor. Wenn es auf Sie zufährt, wird das Licht blauer erscheinen. Wenn es sich von Ihnen entfernt, röter. Je schneller die Bewegung, desto stärker ändert sich die Farbe. Das bedeutet etwas Kontraintuitives. Alle Farben sind dasselbe Licht, nur aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten gesehen. Newton dachte, dass jede Farbe einzigartig sei und sich nicht in eine andere verwandeln könne, aber es stellte sich heraus, dass in der Natur eine tiefe Einheit existiert. Alle Farben des Regenbogens sind nur verschiedene Manifestationen eines Phänomens. Heutzutage nutzen wir diesen Effekt ständig in der Astronomie. Wenn sich ferne Galaxien von uns entfernen, wird ihr Licht röter. Durch diese Rotverschiebung haben wir herausgefunden, dass sich das Universum ausdehnt. So führte das Symmetrieprinzip, nach dem Einstein suchte, zu einem neuen Verständnis der Natur von Licht und Farbe. Aber als Einstein versuchte, Newtons Gravitationstheorie mit den Prinzipien der Relativität zu vereinen, stieß er auf ein ernstes Problem. In seiner neuen Theorie war Masse keine konstante Größe mehr. Sie konnte sich in Energie verwandeln. Das bedeutete, dass die Idee der Gravitation als Anziehungskraft zwischen Massen nicht mehr funktionierte. Um dieses Problem zu lösen, erdachte Einstein eine schöne Analogie. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten die Welt durch Wassertiefen. In der Tiefe und an der Oberfläche unterscheidet sich die Wasserdichte, wodurch das Bild auf unterschiedliche Weise verzerrt wird. Aber es ist dieselbe Realität, nur durch ein verzerrendes Medium gesehen. Genauso nahm Einstein die Existenz einer besonderen Flüssigkeit an, die er metrisches Feld nannte. Die gesamte Raumzeit ist damit gefüllt. Wenn wir unsere Bewegungsgeschwindigkeit ändern, verzerrt sich dieses Feld. Die Gesetze der Physik bleiben unverändert, nur das Feld nimmt eine neue Form an. Die Gleichungen zeigten, dass sich dieses Feld in der Nähe von Materie krümmt und Materie wiederum bewegt sich entlang dieser Krümmungen. Das ist Gravitation nach Einsteins Verständnis. Wie Maxwells elektromagnetisches Feld Kräfte durch Photonen überträgt, so überträgt Einsteins metrisches Feld die Gravitation durch Gravitonen. Unsere ganze Welt besteht aus einem einfachen Satz von Bauteilen: Elektronen, Atomkernen und Lichtteilchen. Wie entsteht aus diesen einfachen Elementen die ganze Vielfalt der Substanzen? Um das zu verstehen, lassen Sie uns die Elektronen beobachten. Elektronen haben 3 einfache Wünsche. Erstens werden sie vom positiv geladenen Kern angezogen, stoßen sich aber gegenseitig ab. Zweitens breiten sie sich gerne sanft im Raum aus und bilden schöne Wellenmuster, Orbitale. Und drittens mögen Elektronen gemäß dem Pauli-Prinzip keine Enge. Ein Orbital kann von nicht mehr als 2 Elektronen besetzt werden. Nehmen wir das Kohlenstoffatom. Darin müssen 6 Elektronen ihren Platz um den Kern finden. Die ersten 2 richten sich näher am Kern ein. Die nächsten 2 befinden sich auf einem größeren Orbital und die letzten 2 müssen hantelförmige Orbitale besetzen, die in verschiedene Richtungen zeigen können. Das Interessanteste ist, dass die 4 äußeren Elektronen ziemlich schwach gehalten werden. Wenn andere Atome in der Nähe sind, können diese Elektronen teilweise zu den Nachbarn übergehen und chemische Bindungen bilden. Genau diese Fähigkeit, Elektronen mit Nachbarn zu teilen, ermöglicht es Kohlenstoffatomen, eine unglaubliche Vielfalt an Molekülen zu schaffen. Dank dessen leben wir, weil diese Vielfalt die Grundlage allen Lebens auf der Erde bildet. Kohlenstoffatome können sich auf erstaunlich schöne Weise miteinander verbinden. Im Diamant verbindet sich jedes Atom mit 4 Nachbarn und bildet ein perfektes Tetraeder. Die Elektronen sind darin so festgebunden, dass sie kaum von der Stelle zu bewegen sind. Deshalb ist Diamant so hart und transparent. Wenn Atome Elektronen mit 3 Nachbarn teilen, bilden sie ein flaches Netz aus 6 Ecken, ähnlich wie Bienenwaben. Dies ist Graphen, ein Material mit der Dicke eines Atoms. Es wurde erst kürzlich im Jahr 2004 entdeckt und zwar auf die unerwartetste Weise mit einem Bleistift und Klebeband. Für diese Entdeckung wurde sogar der Nobelpreis verliehen. Graphen ist unglaublich stark und leicht. Man sagt, dass eine Graphenhängematte von 1 Quadratmeter Größe eine Katze tragen könnte, aber nur so viel wie eines ihrer Schnurrhaare wiegen würde. Allerdings hat noch niemand eine solche Hängematte gemacht. Und wenn man Graphenschichten übereinander legt, erhält man Graphit, das Material, aus dem Bleistiftminen hergestellt werden. Die Schichten gleiten leicht übereinander, daher ist es einfach, damit zu zeichnen. Nachdem sie die Struktur der Atome verstanden hatten, entdeckten die Physiker des 20. Jahrhunderts 2 neue fundamentale Wechselwirkungen, die starke und die schwache. Es stellte sich heraus, dass diese neuen Kräfte denselben Symmetrieprinzipien folgen wie die uns bereits bekannten Gravitation und Elektromagnetismus. Könnten also alle Naturkräfte Manifestationen einer schönen Symmetrie sein?
Wir haben verstanden, wie Atome aufgebaut sind. Im Grunde sind es winzige Musikinstrumente, die in der Sprache des Lichts spielen. Aber lassen Sie uns tiefer graben. Warum existieren überhaupt Elektronen, Photonen und Atomkerne? In den letzten 100 Jahren haben Physiker eine Theorie entwickelt, die diese Frage beantwortet. Sie wird das Standardmodell genannt. Dieser alltägliche Ausdruck ist viel zu bescheiden. Erstens hat Standardmodell einen Beigeschmack des gesunden Menschenverstands mit starken Konnotationen von engstirnigem Denken und mangelnder Vorstellungskraft. Zweitens klingt Standardmodell fast wie eine Faustregel, was auf eine rohe, hastig zusammengestellte Konstruktion hindeutet. Keiner dieser Beigeschmäcke und Andeutungen sollte mit einer der größten Errungenschaften, ich würde sogar sagen, der größten Errungenschaft des menschlichen Denkens und Bemühens verbunden sein. Deshalb nenne ich sie die Haupttheorie. Die Vorhersagen der Haupttheorie wurden mit unglaublicher Präzision überprüft. Sie ist das Fundament aller Naturwissenschaften, von der Kosmologie bis zur Biologie. Ihre Schönheit liegt jedoch nicht an der Oberfläche. Man muss sich anstrengen, um die Schönheit der ihr zugrunde liegenden Ideen zu sehen. Um diese Theorie zu verstehen, muss man sich die Eigenschaften von Teilchen als Positionen in Räumen vorstellen. Und das ist nicht so kompliziert, wie es scheint. Gerade jetzt haben Sie es mit einem solchen Eigenschaftsraum zu tun. Überlegen Sie selbst. Jeder Punkt auf Ihrem Bildschirm wird durch 2 Koordinaten bestimmt. Horizontal und vertikal. Und die Farbe an diesem Punkt wird durch 3 Zahlen definiert, die Helligkeit von Rot, Grün und Blau. Es stellt sich heraus, dass Farbe eine Position in einem dreidimensionalen Eigenschaftsraum ist. Und hier ist das Interessante. Die Natur verwendet einen ähnlichen Trick. Das elektromagnetische Feld, das Licht überträgt, kann als eindimensionaler Eigenschaftsraum dargestellt werden, wie die Helligkeit einer Farbe auf dem Bildschirm, und die starke Wechselwirkung, die Quarks in Kernen hält, verwendet einen dreidimensionalen Eigenschaftsraum, genau wie Ihr Telefon. Physiker nennen die Eigenschaften von Quarks sogar Farben, obwohl sie natürlich nichts mit realen Farben zu tun haben. Die Mathematik ist in beiden Fällen einfach ähnlich. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Natur dieselben schönen Ideen immer wieder auf verschiedenen Ebenen der Realität verwendet. Es stellt sich heraus, dass unsere Wahrnehmung von Farbe auf dem Bildschirm ein Modell der Struktur der physischen Welt ist. Teilchen sehen die Eigenschaften anderer sozusagen als zusätzliche Dimensionen, und genauso wie durch Mischen von Grundfarben jeder Farbton erzeugt werden kann, erzeugt die Wechselwirkung farbiger Teilchen die gesamte Vielfalt der Materie um uns herum. Der Astrophysiker John Wheeler beschrieb Einsteins Gravitationstheorie gerne mit 2 einfachen Sätzen. Die Materie sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll. Die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll. Dies ähnelt der alten chinesischen Idee von Yin und Yang, 2 entgegengesetzten, aber komplementären Prinzipien. Materie folgt als Yin dem Weg des geringsten Widerstands. Die Raumzeit als Yang leitet diesen Weg. In der modernen Physik wiederholt sich diese Dualität 4-mal. Neben der Gravitation wiederholt sie sich in der elektromagnetischen, der schwachen und der starken Wechselwirkung. Im Elektromagnetismus sagt die elektrische Ladung dem elektromagnetischen Feld, wie es sich ändern soll, und das Feld sagt der Ladung, wie sie sich bewegen soll. In der starken Wechselwirkung geschieht dasselbe zwischen der Farbladung der Quarks und dem Gluonenfeld. In der schwachen Wechselwirkung zwischen der schwachen Ladung der Teilchen und dem Feld der schwachen Bosonen. Man kann sich das wie einen Tanz von 4 Yin-Yang-Paaren vorstellen. In jedem Paar folgt die Materie den Anweisungen des Feldes, und das Feld passt sich der Bewegung der Materie an. Alle 4 Tänze finden gleichzeitig statt und schaffen die Harmonie der Natur. Darüber hinaus kann jedes Feld als eine den Raum füllende Flüssigkeit vorgestellt werden. Diese Flüssigkeiten können fließen und schwingen. Zum Beispiel ist Licht eine Welle in der elektromagnetischen Flüssigkeit und Gravitationswellen sind Schwingungen in der Raumzeitflüssigkeit. Diese tiefe Symmetrie zwischen allen Wechselwirkungen deutet darauf hin, dass sie tatsächlich Manifestationen von etwas Einheitlichem sein könnten. Die Natur verwendet wirklich immer wieder dieselben Prinzipien. Im Jahr 1911 führten Wissenschaftler ein wichtiges Experiment durch. Im Labor von Rutherford beschossen die Physiker Geiger und Marsden hauchdünne Goldfolie mit Alpha-Teilchen. Sie entdeckten, dass die Strahlung durchdrang, als ob die Folie gar nicht existieren würde. Das bedeutete, dass Atome hauptsächlich aus Leere bestehen. Aber plötzlich sahen sie etwas, das sie erschütterte. Einige Teilchen prallten zurück. Rutherford schrieb, dass dies so unglaublich war, als würde ein schweres Geschoss von einem Blatt Papier abprallen. Rutherford verstand, dies ist nur möglich, wenn die gesamte Masse des Atoms im Kern konzentriert ist. So wurde das moderne Atommodell geboren, ein winziger, dichter Kern in der Mitte und eine Elektronenwolke um ihn herum. Der Kern erwies sich als 100.000-mal kleiner als das Atom selbst, er bestand aus positiv geladenen Protonen und Neutronen. Aber es gab ein Rätsel.
Was hält den Kern davon ab, zu zerfallen? Denn positive Ladungen sollten sich abstoßen. Es musste eine neue, unbekannte Kraft geben. Physiker begannen Protonen miteinander zu kollidieren, in der Hoffnung, die Natur dieser Kraft zu verstehen. Und hier erwartete sie eine Überraschung. Anstelle einfacher Teilchenabpraller sahen sie ein echtes Feuerwerk. Bei Kollisionen entstanden Dutzende neuer Teilchen. Sie wurden Hadronen genannt. Es gab Hunderte davon und sie lebten weniger als eine Mikrosekunde. Es war wie die Entdeckung eines ganzen Zoos unbekannter Kreaturen. Die Physiker waren einfach verzweifelt. Robert Oppenheimer scherzte sogar, dass der Nobelpreis demjenigen verliehen werden sollte, der ein Jahr lang kein neues Teilchen entdeckt. Und Enrico Fermi erklärte, dass er, wenn er gewusst hätte, dass es so viele Teilchen mit griechischen Namen geben würde, Botaniker und nicht Physiker geworden wäre. Die Forscher ertranken buchstäblich in Elementarteilchen. Aufgrund der entstandenen Verwirrung behaupteten einige Physiker, dass der menschliche Verstand möglicherweise nicht in der Lage ist, das subatomare Reich zu verstehen, so wie es unmöglich ist, einem Hund Differentialrechnung beizubringen. Ordnungen dieses Chaos brachten Murray Gell-Mann und George Zweig. Sie vermuteten, dass all diese Teilchen aus fundamentaleren bestehen. Quarks. Nur 3 Arten von Quarks, die sich auf verschiedene Weise verbinden, könnten die gesamte Vielfalt der Hadronen erzeugen. Kombinieren Sie 3 Quarks, Sie erhalten ein Baryon. Verbinden Sie ein Quark und ein Antiquark, da haben Sie ein Meson. Einfach und schön. Aber warum gibt es denn so viele Quarks? Es liegt daran, dass sich Quarks innerhalb eines Hadrons in ständiger Bewegung befinden, wie Elektronen im Atom. Jeder Tanz der Quarks ist ein neues Teilchen, ein neues Hadron. Aber in diesem Modell gab es ein Paradoxon. Wenn Quarks die Bausteine von Hadronen sind, warum hat sie dann nie jemand gesehen? Warum sind sie immer in Protonen und Neutronen eingeschlossen? Physiker nannten dieses Phänomen Confinement. Es erschien so seltsam, dass viele Physiker sich weigerten, daran zu glauben, und hier erwartete die Wissenschaftler eine neue Überraschung. Es stellte sich heraus, dass die Gleichungen zur Beschreibung von Quarks bereits existierten. Sie wurden von Young und Mills 20 Jahre zuvor entwickelt. Diese Gleichungen, die auf der Idee der lokalen Symmetrie basieren, beschrieben das Verhalten von Quarks genau. Frank Wilczek vergleicht in seinem Buch die Theorie der starken Wechselwirkung mit Elektromagnetismus auf Steroiden. Im Elektromagnetismus gibt es eine Art Ladung, elektrische, und einen Kraftträger, das Photon. Und in der starken Wechselwirkung gibt es 3 Arten von Ladungen, die Physiker scherzhaft Farben nannten, und 8 Trägerpartikel, Gluonen. Mit dem Aufkommen leistungsstarker Computer konnten Physiker diese Theorie überprüfen. Sie brachten Computern bei, die Gleichungen der Theorie der starken Wechselwirkung zu lösen, und die Ergebnisse waren erstaunlich. Zum ersten Mal konnten Menschen die innere Struktur des Protons in all ihrer Schönheit und Komplexität sehen. Mit nur 3 Zahlen, den Massen von 2 Quarktypen und der Stärke ihrer Wechselwirkung, konnten Physiker die Massen aller bekannten Hadronen, einschließlich des Protons, berechnen. Und die Berechnungen stimmten genau mit dem Experiment überein. Diese Entdeckung führte zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung. Fast die gesamte Masse der gewöhnlichen Materie im Universum entsteht buchstäblich aus dem Nichts. Die Masse des Protons hängt fast nicht von den Massen der darin enthaltenen Quarks ab. Sie entsteht aus der reinen Bewegungsenergie der Quarks und der Energie der Gluonenfelder, gemäß Einsteins Formel E = mc². So erklärten einfache und schöne mathematische Gleichungen den Ursprung der baryonischen Masse im Universum. Wir bestehen buchstäblich aus verkörperter mathematischer Schönheit. In unserem Universum gibt es noch eine fundamentale Kraft, die schwache Wechselwirkung. Sie ermöglicht es Protonen, sich in Neutronen zu verwandeln und umgekehrt. Ohne diese Transformation könnte die Sonne nicht leuchten und folglich wäre Leben auf der Erde unmöglich. Auf der tiefsten Ebene geschieht diese Transformation, wenn eine Art von Quark sich in eine andere verwandelt und dabei ein Elektron und ein Antineutrino aussendet. Und das ist seltsam. Denn an diesen Transformationen sind aus irgendeinem Grund nur linkshändige Teilchen beteiligt, diejenigen, deren Rotation gegen die Bewegung gerichtet ist. Bei dem Versuch, diese Merkwürdigkeit zu erklären, vermuteten Physiker, dass auch hier das Prinzip der lokalen Symmetrie wirkt. Aber es gab ein Problem. Die Theorie erforderte, dass die Trägerpartikel der schwachen Wechselwirkung masselos sein sollten wie Photonen.
Und Experimente zeigten, dass sie Masse haben, und zwar eine ziemlich große. Die Lösung fand sich in einer uns bereits bekannten Idee. Erinnern wir uns an die Metapher mit Wasser. Nur anstelle von Wasser ist der gesamte Raum mit einem besonderen Feld gefüllt, dem Higgs-Feld. Wie Wasser das Licht verlangsamt, das hindurchgeht, so verlangsamt das Higgs-Feld einige Teilchen und macht sie massiv. Wenn dies tatsächlich der Fall wäre, müsste dieses Feld aus irgendwelchen Teilchen bestehen. Also sollte ein neues Teilchen existieren, das Higgs-Boson. Jahrelang suchten Physiker nach diesem Gottesteilchen, bis sie es schließlich 2012 am Large Hadron Collider fanden. Diese Entdeckung wurde zur wichtigsten Bestätigung der Haupttheorie. Warum existiert also überhaupt alles? Woher kommen Elektronen, Photonen und Atomkerne? Frank Wilczek schreibt, dass allem, was wir um uns herum sehen, nur wenige fundamentale Felder zugrunde liegen. Sie folgen einfachen mathematischen Gesetzen, die in der Haupttheorie beschrieben sind. Wenn diese Felder miteinander interagieren, erzeugen sie das, was wir Teilchen nennen. Elektronen, Photonen und Kerne sind keine separaten Objekte, sondern Manifestationen dieser Felder wie Kräuselungen auf der Meeresoberfläche. Eine Manifestation der Wasserbewegung. Alles, was wir um uns herum sehen, entsteht aus diesem Tanz der Felder. Ist das alles? Haben wir die Sprache der Natur entdeckt und das Universum erkannt? Nein. Alles, was wir besprochen haben, ist nur der Anfang des Weges. Zumindest nach Meinung von Frank Wilczek. Warum? Weil die Haupttheorie nur 4% der Masse des Universums beschreibt. Der Rest besteht aus mysteriöser, dunkler Materie und dunkler Energie. Außerdem bleibt unklar, warum es 3 Teilchenfamilien gibt und wie die 4 fundamentalen Naturkräfte miteinander verbunden sind. All das deutet nicht darauf hin, dass wir die Theorie von allem direkt vor der Nase haben. Es sieht nicht so aus, als ob Wissenschaftler kurz davor stehen, die universelle Symmetrie des Universums zu entdecken, oder? Vor uns stehen offene Türen. Da wir im Wesentlichen ein Verständnis davon erreicht haben, was Materie ist, befinden wir uns in der Position eines Kindes, das gerade die Regeln des Schachspielens gelernt hat, oder eines beginnenden Musikers, der gerade herausgefunden hat, welche Töne sein Instrument erzeugen kann. Solches Grundwissen ist eine Vorbereitung auf die vollkommene Beherrschung der Kunst, aber noch nicht die Kunst selbst. Können wir Vorstellungskraft und Berechnungen nutzen, statt der Versuch- und Irrtum-Methode, um die Materialien der Zukunft zu entwickeln? Können wir erfassen, was das Universum uns durch Gravitationswellen, Neutrinos und Axionen mitteilt? Können wir den menschlichen Verstand Molekül für Molekül verstehen und systematisch verbessern? Können wir Quantencomputer entwickeln und mit ihrer Hilfe wirklich fremdartige Formen von Intelligenz erschaffen? Solche Fragen zu stellen bedeutet in der Reife eines goldenen Zeitalters, die Samen neuer zu entdecken. Symmetrie ist Veränderung ohne Veränderung. Die Mathematikerin Emmy Noether bewies, dass jede Symmetrie in den Naturgesetzen zur Erhaltung bestimmter physikalischer Größen führt. Nehmen wir das tiefste Beispiel für diese Verbindung. Die Gesetze der Physik sind zu allen Zeiten gleich. Gestern, heute und in 1000 Jahren. Diese einfache Idee, die als Symmetrie bezüglich der Zeitverschiebung bezeichnet wird, führt zu einer interessanten Konsequenz: der Energieerhaltung. In der Geschichte der Wissenschaft blieb Energie lange ein Rätsel. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dachte niemand, dass die Energieerhaltung ein fundamentales Naturgesetz sei. Galilei bemerkte als erster etwas Ähnliches, als er die Bewegung von Kugeln und Pendeln beobachtete. Er entdeckte, dass eine Änderung der Höhe immer zu einer gleichen Änderung des Geschwindigkeitsquadrats führt. Heute verstehen wir dies als Umwandlung von potenzieller Energie in kinetische Energie. Newton ging weiter und bewies ein allgemeineres Gesetz der Energieerhaltung für Teilchen, die über Entfernungen hinweg interagieren, aber selbst sein Gesetz funktionierte nur unter idealen Bedingungen. Der wirkliche Durchbruch kam während der industriellen Revolution. Ingenieure, die mit Dampfmaschinen arbeiteten, bemerkten eine Gesetzmäßigkeit: Energie entsteht nie aus dem Nichts, sie kann nur von einer Form in eine andere übergehen. James Joule demonstrierte dies brillant, indem er die mechanische Energie eines fallenden Gewichts in Wärme umwandelte. Aber die Hauptfrage blieb: Warum wird Energie erhalten? Emmy Noether gab die Antwort, indem sie die Energieerhaltung mit der einfachen und schönen Idee verband, dass sich die Gesetze der Physik mit der Zeit nicht ändern. Sie verwandelte eine Reihe unzusammenhängender Beobachtungen in ein tiefes mathematisches Prinzip. Diese Entdeckung ist so fundamental, dass, wenn sich plötzlich herausstellen würde, dass Energie nicht erhalten bleibt, wir unsere grundlegenden Vorstellungen von Zeit- und Naturgesetzen überdenken müssten. Emmy Noethers Entdeckung erwies sich als viel tiefgründiger als zunächst angenommen. Sie zeigte, dass so wie die Unveränderlichkeit der Gesetze in der Zeit zur Energieerhaltung führt, die Unveränderlichkeit der Gesetze im Raum zur Impulserhaltung führt, und die Tatsache, dass die Gesetze der Physik in alle Richtungen gleich funktionieren, führt zur Erhaltung des Drehimpulses. Schon Kepler bemerkte bei der Beobachtung von Planeten die Manifestation dieses Gesetzes.
Aber erst Noether erklärte, warum das so ist. Aber warum glauben wir überhaupt, dass die Naturgesetze in Zeit und Raum gleich sind? Der Philosoph David Hume behauptete, dass wir nicht einmal sicher sein können, dass die Sonne morgen aufgehen wird, und Bertrand Russell illustrierte diesen Gedanken mit der Geschichte eines Huhns, das der Bauer jeden Tag fütterte, bis er ihm eines Tages den Hals umdrehte. Das Huhn war von der Güte des Bauern überzeugt, aber es irrte sich. Unser Vertrauen in die Naturgesetze unterscheidet sich jedoch vom naiven Glauben des Huhns. Wir stützen uns auf ein breites Netz miteinander verbundener Beobachtungen und Theorien. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Diese Schlussfolgerung funktioniert nicht, weil wir die Sterblichkeit jedes Menschen überprüft haben, sondern weil wir die Natur des menschlichen Körpers und den Alterungsprozess verstehen. Genauso basiert unsere Überzeugung von der Unveränderlichkeit der Naturgesetze nicht auf einfacher Wiederholung von Beobachtungen. Dank Emmy Noethers Arbeit wissen wir, dass die Energieerhaltung direkt damit zusammenhängt, dass sich die Gesetze der Physik mit der Zeit nicht ändern, und wenn wir ferne Galaxien beobachten, sehen wir, dass dieselben Gesetze vor Milliarden von Jahren funktionierten. Die Natur ist wirklich auf dem Prinzip austauschbarer Teile aufgebaut. Alle Elektronen im Universum sind absolut identisch. Eine solche Einheitlichkeit folgt aus der Struktur der Quantentheorie selbst. Es scheint, dass der Schöpfer der Natur lange vor Henry Ford die Vorteile der Standardisierung erkannt hat. Erinnern wir uns an das Dodekaeder, einen der 5 platonischen Körper. Wenn man es in Teile zerlegt, würden die meisten Menschen nicht verstehen, was vor ihnen liegt, aber jemand, der mit dieser Form gut vertraut ist, würde sofort die vertrauten Merkmale erkennen. 12 identische Fünfecke bereit, sich zu einem Ganzen zu verbinden. Eine ähnliche Situation ergibt sich mit unserem Verständnis der Natur. Die Haupttheorie der Physik beschreibt die Welt hervorragend mit einem kleinen Satz von Gleichungen. Sie erklärt Chemie, Ingenieurwesen, Biologie und sogar den Aufbau von Sternen. Diese Theorie basiert aus tiefer mathematischer Schönheit und Symmetrie. Bei näherer Betrachtung sind jedoch Unvollkommenheiten in der Theorie sichtbar. Es gibt 4 verschiedene Wechselwirkungen, obwohl es schöner wäre, nur eine zu haben. Sie beschreibt 6 unabhängige Teilchentypen, während es eleganter wäre, sie zu einem Ganzen zusammenzufassen, und die mysteriöse Verdreifachung der Teilchenfamilien und die Existenz des Higgs-Feldes machen das Bild noch verwirrender. Als hätte ein geschickter Meister seine Arbeit unvollendet gelassen. Aber es gibt auch eine andere Erklärung. Vielleicht ist in der Natur eine noch tiefere Einheit verborgen. Genau wie wir ein Dodekaeder an verstreuten Fragmenten erkennen können, sind möglicherweise alle disparaten Teile der Haupttheorie Manifestationen einer höheren Symmetrie. Auf der Suche danach wandten sich Physiker den Arbeiten der Mathematiker des späten 19. Jahrhunderts zu. Sophus Lee und seinen Nachfolgern. Es stellte sich heraus, dass es nur wenige Kandidaten für die Rolle einer solchen vereinheitlichenden Symmetrie gibt, so wie es nur 5 platonische Körper gibt. Und dann machten Howard Georgi und Sheldon Glashow eine erstaunliche Entdeckung. Eine dieser Symmetrien passte perfekt. Sie heißt SO10 und wirkt in einem 16-dimensionalen Raum. Diese Symmetrie vereinte nicht nur 3 fundamentale Wechselwirkungen, sondern umfasste auf natürliche Weise alle bekannten Materieteilchen. Diese Entdeckung erinnert an den Moment des Erkennens, wenn in verstreuten Linien plötzlich die vertraute Form eines Dodekaeders erscheint. Die Wissenschaftler begannen mit reiner mathematischer Schönheit und kamen zu einer genauen Beschreibung der realen Welt. 2 verschiedene Wege, durch Beobachtung der Natur und durch mathematische Erleuchtung, führten zu einem Ergebnis. Es zeigt sich eine Verbindung zwischen Mathematik und der Struktur der Welt. Aber die Theorie der einheitlichen Symmetrie stieß auf 2 Probleme. Das erste schien schwerwiegend. Die Theorie sagte die Existenz neuer Teilchen, Mutatronen, voraus, die Quarks in Elektronen umwandeln könnten, aber solche Umwandlungen hatte niemand beobachtet. Glücklicherweise fand sich schnell eine Lösung. Dasselbe Higgsfeld, das die Teilchen der schwachen Wechselwirkung schwer macht, könnte die Mutatronen so massiv machen, dass ihre Effekte unmerklich werden. Das zweite Problem erwies sich als schwieriger. Wenn alle Wechselwirkungen aus einer einheitlichen Symmetrie hervorgehen, sollten sie die gleiche Stärke haben, aber in der Realität ist die starke Wechselwirkung viel kraftvoller als die anderen. Und die Gravitation, komm schon. Ein Kühlschrankmagnet ist stärker als die Anziehungskraft der Erde. Jedoch erinnerten sich die Physiker an eine wichtige Eigenschaft der starken Wechselwirkung. Sie wird bei kleinen Abständen schwächer, und hier entstand ein faszinierender Gedanke. Was, wenn alle Wechselwirkungen bei sehr kleinen Abständen die gleiche Stärke erreichen? Um diese Theorie zu überprüfen, muss eine wichtige Eigenschaft der Leere berücksichtigt werden. Tatsächlich ist das Vakuum nicht leer.
Es ist gefüllt mit ständig schwingenden Quantenfluiden. Diese Schwingungen sind so schnell, dass sich in der Zeit, in der Licht die Dicke eines menschlichen Haares durchquert, das Muster der Fluktuationen Billionen mal ändert. So wie Wasser das Sehen verzerrt, verzerren diese Quantenfluktuationen unsere Wahrnehmung der Welt auf kleinsten Skalen. Vielleicht entdecken wir, wenn wir diese Verzerrungen berücksichtigen, dass alle Wechselwirkungen tatsächlich gleich stark sind, nur ist diese Gleichheit vor direkter Beobachtung verborgen. Als Physiker versuchten, die Einheit aller Wechselwirkungen zu überprüfen, erzielten sie einen ermutigenden, aber unvollständigen Erfolg. Der Graph zeigte, dass die Kräfte der 3 Wechselwirkungen fast in einem Punkt zusammenlaufen. Dieser Schnittpunkt fand sich bei sehr kleinen Abständen, aber eine kleine Abweichung blieb bestehen. Man hätte sagen können, dass die Theorie widerlegt sei, aber die Schönheit der Idee zwang dazu, weiter nach einer Lösung zu suchen. Und da erinnerten sich die Physiker an die Supersymmetrie SUSY. Diese Art von Symmetrie wurde 1974 entdeckt. Sie verbindet 2 verschiedene Arten von Teilchen: Materieteilchen wie Elektronen und Quarks und Wechselwirkungsteilchen wie Photonen. Die Theorie der Supersymmetrie besagt, dass diese beiden Teilchentypen 2 Seiten derselben Medaille sind. Sie führt besondere Quantendimensionen ein und wenn ein Teilchen einen Schritt in eine solche Dimension macht, ändert es seine Natur. Ein Materieteilchen wird zu einem Wechselwirkungsteilchen und umgekehrt. Wenn die Supersymmetrie tatsächlich existiert, würde sie elegant erklären, warum Materie und Wechselwirkungen immer zusammen existieren, wie Yin und Yang unserer Welt. 1981 trafen sich 2 Physiker mit sehr unterschiedlichen Ansätzen zur Wissenschaft am Institut in Santa Barbara. Savas Dimopoulos war voller Ideen und Enthusiasmus für die große Vereinigung, während sein Kollege Franz Wilczek vorsichtiger war und nach Einfachheit strebte. Das Problem mit der Supersymmetrie war, dass sie die Existenz vieler neuer Teilchen vorhersagte, die noch nie jemand gesehen hatte. Die Wissenschaftler erdachten einen cleveren Weg, die Theorie zu retten. Ähnlich wie in einem Magneten alle Elektronen gezwungen sind, eine gemeinsame Richtung zu wählen, könnte die Supersymmetrie vor unseren Augen verborgen in unserer gewohnten Welt gebrochen sein. Das bedeutete, dass die vorhergesagten Teilchen so schwer sein könnten, dass es bisher unmöglich war, sie unter Laborbedingungen zu erzeugen. Dimopoulos und Wilczek versuchten, Modelle eines solchen Symmetriebruchs zu erstellen. Wenn ein Problem gelöst wurde, tauchte ein anderes auf und die Modelle wurden immer komplexer. An einem Punkt beschlossen sie, eine einfache Berechnung durchzuführen, alle Komplexitäten ignorierend, nur um zu zeigen, dass die Idee nicht funktioniert und man sie aufgeben kann, aber es geschah etwas Unerwartetes. Die einfache Berechnung zeigte, dass eine supersymmetrische Theorie genauso gut funktionieren könnte wie eine herkömmliche. Diese Entdeckung änderte ihren Ansatz. Anstatt zu versuchen, alle Details der realen Welt zu erklären, konzentrierten sie sich auf eine einfache Idee: die Vereinigung aller Naturkräfte durch Supersymmetrie. Manchmal besteht der wichtigste Schritt im Verständnis von etwas darin, zu verstehen, dass man sich nicht um alles auf der Welt kümmern sollte. Es ist normalerweise besser, in einer bestimmten Sache Recht zu haben, als eine nicht ganz falsche Theorie über alles zu haben. Als die Physiker die Effekte der Supersymmetrie in ihre Berechnungen einbezogen, trafen sich die 3 Naturkräfte: stark, schwach und elektromagnetisch perfekt in einem Punkt. Dies war eine wunderbare Bestätigung der Idee ihrer Einheit. Aber die Gravitation blieb bestehen. Sie war so schwach, dass, wenn wir versuchen würden, sie auf demselben Graphen zu markieren, der Punkt weit außerhalb nicht nur des Papierblatts, sondern des sichtbaren Universums liegen würde. Die Gravitation hat jedoch eine besondere Eigenschaft: sie verstärkt sich mit zunehmender Energie viel schneller als andere Kräfte. Und als die Physiker dieser Verstärkung bis zur sehr hohen Energie folgten, entdeckten sie ein weiteres Wunder: die Gravitation schloss sich den anderen Kräften am selben Punkt an. Wir wissen nicht, ob die Supersymmetrie existiert. Niemand hat bisher die von ihr vorhergesagten neuen Teilchen gefunden. Wissenschaftler suchen weiter, aber jedes neue Experiment verengt den Suchbereich. Je leistungsfähiger unsere Beschleuniger werden und je mehr Daten wir sammeln, desto weniger Möglichkeiten bleiben, wo sich diese Teilchen verstecken könnten. Vielleicht werden wir bald wissen, ob die Natur wirklich dem Weg zur Einheit folgt. Nicht alle schönen Ideen erweisen sich als wahr. Platon glaubte an ideale geometrische Atome. Kepler suchte nach perfekten Proportionen im Aufbau des Sonnensystems und Leonardo da Vinci suchte nach Verbindungen zwischen Geometrie und dem menschlichen Körper. Diese spezifischen Ideen erwiesen sich als falsch und gleichzeitig sieht nicht jede Wahrheit schön aus. Unsere Haupttheorie hat sperrige Stellen, ein kompliziertes System von Teilchenmassen, mysteriöse dunkle Materie und Energie. Selbst wenn der Traum von der großen Vereinigung bestätigt wird, werden diese Probleme nicht verschwinden. Aber schauen Sie, wie weit wir gekommen sind. Die Realität hat die kühnsten Träume unserer Vorfahren übertroffen.
Wir haben Musik in Atomen und Leere gefunden. Nicht die pythagoreische Musik der Sphären natürlich, aber etwas nicht weniger Schönes. Kepler hat die Geometrie der Umlaufbahnen nicht erraten, aber er entdeckte die genauen Gesetze ihrer Bewegung. Wenn wir den Himmel im Mikrowellenbereich betrachten, sehen wir den Abdruck des frühen Universums. Vor 13,8 Milliarden Jahren war die Welt fast perfekt homogen, mit winzigen Unebenheiten von nur wenigen Zehntausendstel. Aus diesen kleinen Inhomogenitäten sind alle Galaxien, Sterne und Planeten entstanden und diese Unebenheiten selbst entstanden wahrscheinlich aus Quantenschwankungen. Ja, denselben, die in der Mikrowelle auftreten. So schloss sich der Kreis zwischen dem Kleinsten und dem Größten. Wir Menschen befinden uns in der Mitte dieser erstaunlichen Verbindung. Wir sind groß genug, um Atome zu studieren und klein genug, um Galaxien zu betrachten. Die Welt ist gleichzeitig einfach und komplex. Ihr liegen einfache Gesetze und Symmetrien zugrunde, aber aus ihnen entsteht eine unendliche Vielfalt. Die Erde ist nur ein winziger Punkt im Weltraum, aber hier entfaltet sich die gesamte menschliche Geschichte. Wir bestehen aus Quarks und Elektronen, aber wir können denken und Entscheidungen treffen. Diese Dualität zu akzeptieren, beide Seiten sehen zu lernen, darin liegt wahre Weisheit. Frank Wilczek schließt sein Buch mit den folgenden Worten: Wir Menschen balancieren zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt, enthalten die erste, nehmen die zweite wahr und begreifen beide.